Sprechen wir doch mit ihm, mit dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz. Guten Abend. Guten Abend, Frau Wellmer. Über Ihre Ideen und Pläne haben wir gerade einiges gehört. Die kommen ja zum Ende einer Woche, in der klar wird, dass Österreich das erste Mal einen rechtspopulistischen Kanzler bekommen kann und in der Donald Trump extreme Forderungen gestellt hat. Bei vielen wächst jetzt die Unsicherheit noch mehr. Sie als möglicher nächster Kanzler, wie würden Sie jetzt die Menschen umarmen, ermutigen? Frau Wellmer, zunächst einmal, was Amerika betrifft, ist, glaube ich, die richtige Antwort, wir Europäer müssen geschlossen sein. Und diejenigen, die nach Washington fahren, dürfen nicht nur die eigenen Interessen vertreten, sondern die der gesamten Europäischen Union. Und dann sind wir stark. Und was Österreich betrifft, ist das der Beweis dafür, dass man Rechtspopulisten nicht den Weg in die Macht ebnen darf. Wenn man das einmal tut, sind sie irgendwann die stärkste Fraktion im Parlament. Und genau deswegen schließen wir jede Zusammenarbeit mit der AfD in Deutschland aus. Ist das Umarmen? Ist das Ermutigen für die Leute, zu denen Sie jetzt ja auch sprechen? Nein, das ist zunächst einmal die Antwort. Das ist zunächst einmal die Antwort auf Ihre Frage im Hinblick auf Österreich und Amerika. Und was für Deutschland gilt, ist das meines Erachtens richtig, was wir hier heute beschlossen haben, nämlich eine Agenda 2030 für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. Ich habe das heute Morgen gesagt, wiederhole es gerne hier. Wir werden uns etwas zumuten, der Politik, aber auch der Bevölkerung. Wir brauchen eine große Kraftanstrengung in diesem Land, damit es wieder aufwärts geht. Und die Chancen haben wir. Ich will Ihnen das mal aus den Diskussionen das klingt so ein bisschen Tages sachlich sagen. wie so ein Olaf Scholz. Das klingt wenig empathisch, sondern schon so ein bisschen sachlicher Ansatz. Ja, also sachlich darf es ja nun auch noch sein im Wahlkampf und nicht nur mit Redensarten, sondern es ist sehr konkret, sehr sachlich. Wir hatten heute die Vorsitzende der IG Metall zu Besuch, Christiane Denner. Wir hatten zu Besuch den neuen Präsidenten des BDI, Peter Leibinger. Und die haben uns beide gesagt, wir haben hier nicht mehr viel Zeit in Deutschland. Und sie haben uns beide ermutigt zu sagen, jetzt packen wir mal an und sorgen dafür, dass dieses Land wieder auf Vordermann kommt. Dazu gehört übrigens eine Regierung, die aufhört zu streiten. Und dazu gehört eine Regierung, die auch Entscheidungen trifft, auf die sich die Wirtschaft und die Menschen verlassen können. Und genau das ist unser Anspruch. Jetzt wollen wir es noch mal ein bisschen durchdeklinieren. Fangen wir bei Donald Trump an. Sie haben vor kurzem gesagt, man müsse im Umgang mit Donald Trump endlich auf Augenhöhe agieren, Augenhöhe endlich herstellen. Das klingt so schön einfach und Sie haben eben gerade auf die Gemeinschaft, auf die EU verwiesen. Aber wie wollen Sie das denn konkret machen? Also Augenhöhe wird mir schon körperlich nicht schwerfallen und Augenhöhe wird uns Europäern nicht schwerfallen, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Wir sind mehr Einwohner in Europa als Amerika und Kanada zusammen. Wir haben auch etwas anzubieten. Wir können auch Forderungen stellen. Amerika ist abhängig von uns und wir sind abhängig von Amerika. Also aber wir können sind deutlich abhängiger Amerika als umgekehrt. Das stimmt. Und trotzdem können wir auch unser Gewicht in die Waagschale bringen und auch den Amerikanern sagen, was wir bereit sind zu tun, zum Beispiel im Konflikt mit China. Da haben wir gemeinsame Interessen. Wenn wir eine gute Strategie haben, die Amerikaner eine gute Strategie, dann haben wir möglicherweise eine gemeinsame. Also es gibt hier durchaus Möglichkeiten, auch unsere Interessen wahrzunehmen. Und das fängt damit an, dass Deutschland seine Interessen in Europa wieder wahrnimmt, damit Europa wieder nach vorne kommt. Daran werden Sie sich messen lassen müssen. Ein Blick nach Österreich ist ebenfalls geboten. Dort könnte die konservative ÖVP einem rechtspopulistischen Kanzler der FPÖ den Weg ebnen. Sie haben gerade gesagt, das ist bei der CDU ausgeschlossen. Jetzt haben wir bei der ÖVP, bei der Konservativen, eine 180-Grad-Kehrtwende erlebt. Die macht aus einem Sicherheitsrisiko Herbert Kickl einen fast schon Kanzler, einen möglichen Kanzler. Wie können Sie sagen, das kann der CDU nicht passieren? Warum nicht? Weil ich dafür mit meinem Wort als Friedrich Merz und 10. Parteivorsitzender der CDU Deutschlands stehe. Ich wiederhole es hier zum Mitschreiben. Eine Zusammenarbeit unter meiner Führung wird es mit der CDU in Deutschland nicht geben. Und zwar aus Gründen, die so klar und offensichtlich sind. Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die ausländerfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in ihren Reihen hält. Eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der NATO und aus der Europäischen Union austreten will. Wenn wir das machen würden, Frau Wellmer, wir würden die Seele der CDU verkaufen. Und das habe ich nicht die Absicht zu tun. Und wenn Sie das jetzt immer wieder sagen, weil viele Leute an der Basis und nicht nur im Osten die Brandmauer längst nicht mehr sehen, können Sie das dann halten? Sie geben Ihr Wort. Nochmal, Frau Wellmer, ja, ich halte das.
Und ich gehe so weit zu sagen, ich knüpfe mein Schicksal als Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort. Ich werde das nicht zulassen, dass wir das tun. Und schauen Sie nach Österreich, es ist genau die Konsequenz daraus. Wenn man meint, man müsse eine solche Gruppierung, eine solche Partei durch Regierungsbeteiligung domestizieren oder irgendwo zur Vernunft bringen. Nein, wir bringen sie nicht zur Vernunft, die machen sie immer nur stärker. 2029 werden sie die stärkste Fraktion, 2033 ist die nächste Bundestagswahl. Einmal 33 reicht in Deutschland. Okay. Ihnen muss jetzt im Wahlkampf das Kunststück gelingen, sich einerseits ein Profil zu geben, das Profil zu schärfen, auch zu polarisieren und andererseits zusammen mit den anderen gegen die Extremen abzuschotten. Wie soll das gehen? Zusammen. Das ist ja wirklich eine Kunst. Das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir stehen. Aber wir haben am 6. November erlebt, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition gescheitert ist. Sie hat den Bankrott hingelegt. Und deswegen werden wir jetzt Antworten geben, die ganz anders sind. Dass wir nämlich rauskommen aus dieser strukturellen Schwäche unserer Volkswirtschaft, dass wir rauskommen aus dieser völlig verfehlten Energiepolitik, dass wir rauskommen aus der Subvention von Arbeitslosigkeit und den Menschen wieder eine Perspektive geben, zu sagen, wer in diesem Lande fleißig ist, wer arbeiten will und arbeiten kann, der bekommt dafür auch einen angemessenen Lohn. Da bleibt auch mehr Netto vom Brutto übrig. So, das ist der Kurs, den wir in diesem Lande gehen. Und Frau Wellmer, die Substanz unseres Landes, das haben uns beide Gesprächspartner, alle drei sogar, die Chefin von Merck war auch noch hier, alle drei bestätigt. Die Substanz unseres Landes ist immer noch vorhanden. Sie ist gefährdet, aber sie ist noch da. Und deswegen werden wir das jetzt mit einem wirklichen Kurswechsel, mit einem Politikwechsel verbinden. Und jeder, der ihn mitgehen will, ist eingeladen, mit uns darüber zu sprechen. Jeder, der bereit ist, das zu tun, kann reden mit uns. Aber jeder, der eine andere Meinung hat, der bleibt am Wegesrande stehen. Ganz so weit sind wir noch nicht. Erstmal ist noch Wahlkampf. Wenn das Fairnessabkommen zwischen den Parteien noch gilt, gilt es noch? Selbstverständlich gilt es in der Sache hart, im persönlichen Umgang anständig miteinander. Das sind die demokratischen Regeln und an die halten wir uns. Selbstverständlich. Wie wollen Sie dann jetzt die Grünallergie von Markus Söder heilen? Der hat ja doch ein anderes Politikverständnis. Wenn er eine gemäßigte Partei von Anfang an ausschließt. Völlig einig. Also Frau Wellmer, wir haben hier keine Koalitionsdiskussionen. Wir führen sie nicht. Wir führen einen Wahlkampf für die Union. Ich habe das gerade gesagt, die Koalition ist zusammengebrochen. Und bitte, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, Sie erwarten jetzt doch nicht ernsthaft von mir eine Antwort, mit welchem der drei Bankrotteure wir die Arbeit in Deutschland fortsetzen wollen. Wir werden diese Arbeit nicht fortsetzen, wir werden es anders machen. Und da ist jeder eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren. Aber es wird anders sein, es wird einen Politikwechsel in Deutschland geben und es wird nicht so bleiben, wie es in den letzten Jahren war. Vielen Dank für dieses Gespräch, Friedrich Merz. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Viele Grüße. Donald Trump zieht als verurteilter Straftäter in 10 Tagen ins Weiße Haus ein.